Hallo und herzlich willkommen zu Inside AI. Heute zum Thema Model Context Protocol oder kurz MCP. Wie bringen wir unserer KI bei, Werkzeuge, also Tools zu nutzen? Ja, schon seit einiger Zeit werkeln Organisationen und verschiedene Entwickler daran rum, wie wir einer KI beibringen können, verschiedene Tools zu benutzen, Tools auf unseren Rechnern, aber auch in der Cloud, auf anderen Servern. Und Anthropic, die zum Beispiel auch den Chatbot Claude entwickelt haben, haben vor kurzem, rund 6 Monaten, einen offenen Standard vorgestellt, der genau das anstrebt, nämlich die Verbindung von LLMs mit digitalen Tools, um das Ganze dann entsprechend zusammenzuführen. Und das wollen wir uns einmal genauer angucken. Gerade in den letzten Wochen und Tagen ist ein kleiner Hype um das Thema ausgebrochen. Viele Leute posten plötzlich Beispiele dafür, wie sie diesen Standard jetzt einsetzen, wie die verschiedenen Tools diesen Standard einsetzen. Es gibt tatsächlich schon einige KI-fokussierte Tools, die den Standard aufgegriffen haben. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich die Entwicklungsumgebung Cursor oder auch Windsurf, die es ermöglichen, so im Prinzip beliebige Tools an mein LLM zu koppeln, beziehungsweise meinem LLM diese Tools zur Verfügung zu stellen. Und wie genau das funktioniert, das wollen wir uns einmal im Detail anschauen. Dafür sollten wir aber erst nochmal zurückspringen und nochmal verstehen, wie grundsätzlich die Interaktion mit einem LLM-basierten Chatbot funktioniert. Wenn wir uns das anschauen, dann ist im einfachsten Fall die Situation, dass ich einem Chatbot eine Frage gebe, der Chatbot antwortet mir und die Antwort basiert dabei auf dem gelernten Wissen, das es im Training gelernt hat. Man kann sich das vorstellen wie eine verlustbehaftete Komprimierung, also all den Text, den das LLM gesehen hat, an das kann sich das LLM sozusagen erinnern, aber nicht perfekt, sondern teilweise nur in Zügen. Es hängt davon ab, wie viele Quellen beim Training tatsächlich verfügbar waren zu einem gewissen Thema. Und abhängig davon ist die Antwort mal besser, mal schlechter. Wir können dem Chatbot natürlich auch einen gewissen Kontext mitgeben. Das heißt, bei meiner Frage kann ich natürlich auch bestimmte Textabschnitte mitgeben, vielleicht eine Anleitung. Wenn es jetzt in Richtung Programmieren geht, kann ich zum Beispiel die Dokumentation über eine bestimmte Bibliothek mitgeben. Und das ist dann der Kontext für diesen Chat. Und solange das sogenannte Kontextfenster nicht erschöpft ist, kann ich dieses Vor und Zurück dann auch entsprechend durchführen. Wobei man dazu sagen muss, je länger das Kontextfenster wird, umso ungenauer wird das Ganze auch. Und irgendwann ist dann an dem Punkt angekommen, wo man das Kontextfenster abschneiden oder komprimieren muss. Das heißt, man muss das bisher Gesagte zusammenfassen. Und wie das aussieht, das möchte ich einmal noch demonstrieren hier an einem ganz einfachen Beispiel. Nämlich, wenn wir eine klassische Chat-Interaktion kennen im Chat-Interface, dann sehen wir tatsächlich als Endnutzer auch gar nicht das gesamte Bild, sondern im klassischen Fall ist es wie hier. Ich gebe eine Frage ein. Und ich bekomme dann nach einiger Berechnungszeit, ich chatte hier jetzt mit einem lokalen Modell, das ist ein lokales DeepSeek R1 Modell, mit dem ich chatte. Und wir sehen hier, ich habe innerhalb der Antwort sogenannte Thinking Tokens. Das wird jetzt hier im Klartext angezeigt. Man erkennt auch sehr schön, es wird ähnlich wie in XML, in sogenannten XML-Text klassifiziert. Das heißt, das ist das Nachdenken des Modells und dann bekomme ich die Antwort. Wenn ich jetzt weiterfrage, im klassischen Fall bekomme ich wieder eine neue Antwort zu sehen. Auch wieder denkt das Modell nach und gibt mir entsprechend eine Antwort und sagt mir jetzt, dass ich eine KI bin, die bei dem chinesischen Unternehmen DeepSeek entwickelt wurde. Ja, das Ganze sieht aber, wenn wir uns das mal anschauen, was da tatsächlich im Hintergrund passiert, noch etwas anders aus. Nämlich hat das System einen sogenannten System Prompt. Das ist nämlich die standardmäßige Anweisung an das System, das es zu befolgen hat. Dann bekommt es meine User-Nachricht und dann gibt es mir die Antwort aus. Jetzt in dem Fall auch wieder mit diesem Thinking Text, weil es sich um ein sogenanntes Reasoning-Modell handelt. Und wenn ich jetzt nachfrage, dann sehen wir tatsächlich, dass im Prinzip das Kontextfenster immer auch die alten Fragen- und Antwortpaare mitliefert. Ich schicke also jedes Mal bei jeder Interaktion diesen Kontext hin und her. Das heißt, das, was während der gesamten Konversation gesagt wurde, muss das Modell jedes Mal bei jeder Berechnung mitverarbeiten, um sich auch daran erinnern zu können, beziehungsweise um diese Interaktion dann auch in den Kontext mit einbeziehen zu können. Und das kann ich im Prinzip
so lange fortsetzen. Das wird natürlich, je länger ich interagiere, in dem Modus etwas mühselig, weil ich mich dann durch diese gesamten bisherige Konversationen kämpfen muss. Das ist hier jetzt nur rein zu Demonstrationszwecken einmal so gezeigt. Aber letztendlich haben wir es mit diesem sogenannten Kontextfenster zu tun. Das heißt, wir geben dem System Kontext mit. Wir kennen jetzt auch die Situation, dass ein LLM beispielsweise eine Websuche durchführen kann. Das ist jetzt mittlerweile auch schon Standard im Prinzip bei allen Anbietern. Bei OpenAI, bei Claude, bei Google sowieso hat man die Möglichkeit, auch eine Websuche einzubeziehen. Und was da eigentlich passiert ist, dass das System eine Websuche mit bestimmten Suchbegriffen anstößt und die Suchergebnisse dann auch in dieses Kontextfenster hineingibt. Das heißt, der Kontext für das LLM basiert jetzt gar nicht mehr nur auf meiner Nutzereingabe, sondern zusätzlich auch auf den gefundenen Informationen aus dem Internet. Und da haben wir tatsächlich schon das erste Mal, wo ein solches LLM ein Werkzeug einsetzt. In dem Fall ist das Werkzeug die Websuche. Das Ganze ist proprietär gestaltet bei den Anbietern. Das wird einfach entsprechend einprogrammiert, dass das LLM Zugriff auf dieses Werkzeug hat. Im einfachsten Fall kann man das als Nutzer auswählen, indem man auf einen Knopf drückt und dann wird automatisch immer auch eine Websuche zu der eigenen Anfrage durchgeführt. Interessanter wird es aber dann, wenn das LLM sozusagen selber entscheiden kann, wann es diese Tools einsetzen möchte. Und da müssen wir uns dann nochmal anschauen, wie das technisch tatsächlich funktioniert, weil da kommt auch das Thema MCP, Model Context Protocol, dann ins Spiel. Das LLM kann nämlich eigentlich gar keine Werkzeuge sozusagen bedienen, denn das LLM kann nur Text ausgeben bzw. Tokens ausgeben. Das heißt, wir müssen innerhalb der Ausgabe des LLMs etwas einbauen, das dann eine Toolnutzung auslöst. Wir haben also, wie gerade gesehen, wir haben den System Prompt, das ist die Standardanweisung, wie sich das LLM zu verhalten hat. Bei den großen Anbietern ist das immer ein längerer Text, der dann auch sagt, was das LLM tun soll und nicht tun soll. Es gibt da noch weitere Sicherheitsmechanismen, die quasi vor- und nachgeschaltet sind nach der Interaktion. Aber zur einfachen Betrachtung können wir uns das so vorstellen, wir haben den System Prompt mit der Standardanweisung, dann kommt unsere User Message, unser initialer Kontext, den wir mitgeben und dann hat das Modell die Möglichkeit zu antworten. Und im Falle der Websuche sieht das dann so aus, dass innerhalb der Bot Response ein irgendwie gearteter Abschnitt integriert wird, der jetzt meinem System erkenntlich macht, ich möchte hier an dieser Stelle zu diesem Thema eine Websuche auslösen. Wir können uns das ähnlich vorstellen wie bei diesen Thinking Tokens. Also zum Beispiel, das kann nach Anbieter komplett unterschiedlich aussehen, aber wir können uns das so vorstellen, dass jetzt beispielsweise so eine Websuche dann auftauchen würde und das würde dann beispielsweise in solchen Search-Tags quasi eingeklammert werden. Und ich kann das dann programmatisch, den Ausgabetext kann ich einfach programmatisch absuchen nach solchen Merkmalen. Und wenn das Merkmal auftritt, dann gebe ich quasi die Parameter, die zwischen diesen Text stehen, an ein bestimmtes Werkzeug weiter. Das Werkzeug ist in dem Text gekennzeichnet, also meine Websuche. Und das, was getan werden soll durch das Werkzeug, ist im Prinzip jetzt hier in diesem Text enthalten. Das ist, wie gesagt, ein vereinfachtes Beispiel, aber hier merken wir schon, damit ein LLM ein Werkzeug benutzen kann, muss es das Ganze irgendwo in dem Ausgabetext einfach tatsächlich erwähnen. Und was mit dem Model Context Protocol versucht wird, ist das Ganze so weit zu standardisieren, dass man unabhängig von dem Anbieter der LLMs und letztendlich auch unabhängig von der eigentlichen Lösung, die man ansprechen möchte, dass man eine Art Zwischenschicht schafft, die also eine Art Vermittler dient. Das Spannende dabei ist, obwohl das Ganze von Anthropic entwickelt und veröffentlicht wurde, ist das tatsächlich ein offener Standard. Das heißt, jeder kann diesen Standard direkt nutzen und man ist nicht an Anthropic gebunden, man ist nicht an OpenAI gebunden, sondern das Ganze funktioniert technisch gesehen auch mit lokalen Modellen und auch in der eigenen Umgebung. Die Idee des Standards ist, dass ich in meiner wie auch immer gearteten Applikation, das kann zum Beispiel ein Frontend für einen Chatbot sein, habe ich einen sogenannten MCP-Client eingebaut. Und dieser MCP-Client, der kann meiner Applikation jetzt sagen, welche Werkzeuge es zur Verfügung hat. Und das stellt es darüber fest, indem es mit sogenannten MCP-Servern kommuniziert.
Und das heißt zwar Server, aber das muss nicht notwendigerweise auf anderen Rechnern in der Cloud laufen, sondern das können Applikationen auf dem eigenen Computer sein. Was hier gemacht wurde, ist, es wurde sich sehr stark an den Standard der LSPs angelehnt. LSPs, Language Server Protocol, das wird genutzt, um beispielsweise so eine Art Rechtschreibkorrektur in der Programmierumgebung anbieten zu können. Wenn ich jetzt Programmiercode schreibe, wird mir also automatisch angezeigt, wenn ich irgendwo einen Fehler eingebaut habe. Und dieser Standard, der ist jetzt so rund 10 Jahre alt. An den hat man sich sehr stark angelehnt und das Ganze funktioniert tatsächlich auf Basis des sogenannten JSON-RPC-Protokolls. Das heißt, es werden hier JSON-Strings hin und her geschickt, das Ganze in Text enkodiert. Und diese Server können durch eine definierte Schnittstelle, das ist im einfachsten Fall wirklich das Standard I/O bzw. Standard Out des Computers. Diejenigen, die schon mal in der Kommandozeile unterwegs waren oder im Terminal, die kennen das. Also man kann sehr viele Dinge oder eigentlich fast alles auf dem Computer neben der grafischen Benutzeroberfläche auch in der textbasierten Benutzeroberfläche machen, nämlich dem Terminal, wie es auch hier zu sehen ist. Und das Ganze ist tatsächlich extrem mächtig, sodass man über diese Schnittstelle tatsächlich nahezu alles machen kann, was ein Computer tatsächlich tun kann. Und deshalb ist das Model Context Protocol aus meiner Sicht auch so interessant, weil es einen offenen Standard bietet, um Dinge zu tun, die LLMs bisher in bestimmten Bereichen vielleicht tun konnten, aber es war halt immer sozusagen eine hausgemachte Lösung, die da vorgenommen wurde. Und diese MCP-Server, mit denen jetzt mein Client kommuniziert, die können im einfachsten Fall tatsächlich einfach ein kleines Programm sein, ein kleines Python-Programm, ein kleines JavaScript-Programm, das eine bestimmte Aktion beispielsweise ausführen kann. Und jedes Programm kann auch einen bestimmten Nutzer-Input abfragen. Und da ist tatsächlich der Punkt, wo plötzlich die KI ins Spiel kommt und das Ganze interessant macht. Wir haben natürlich seit vielen Jahren schon unzählige Möglichkeiten der Prozessautomatisierung. Aber bislang war es so, bei jeder Prozessautomatisierung konnte ich natürlich den Prozess nachbilden, aber sobald ich Eingaben benötigt habe von einem Nutzer, musste ich das ja in irgendeiner standardisierten Art und Weise abfragen. Durch die Nutzung von LLMs wird es jetzt spannend, weil man jetzt per natürlicher Sprache Informationen mitgeben kann, ohne sich an ein festes Schema notwendigerweise halten zu müssen. Und das LLM übersetzt quasi meine Nutzereingabe in ein vordefiniertes Schema und kann da im Prinzip damit weiterarbeiten und diese Werkzeugnutzung auslösen. Und das ist tatsächlich der extrem spannende Punkt, der bei MCP dann genutzt wird. Diese Programme können natürlich auf meine lokalen Ressourcen zugreifen, das heißt zum Beispiel auf Dateien auf meinem Computer. Die können vielleicht auch Programme auf meinem Computer ansprechen über definierte Schnittstellen. Der Fantasie sind letztendlich keine Grenzen gesetzt. Alles, was man mit einem Computer machen kann, kann man auch über solche MCP-Server machen. Das Ganze hört sich alles sehr sperrig an, ist aber, wenn man sich das anschaut, relativ simpel umgesetzt und hier einfach nur in einer Form standardisiert, sodass wir diese MCP-Server unabhängig von der Endanwendung entwickeln können und sicherstellen können, dass ich MCP-Server entwickeln kann und jede Applikation, die diesen Standard dann auch nutzt, meine Server nutzen kann. Ich kann natürlich auch über diese Server Cloud-Dienste ansprechen. Das ist natürlich auch ganz spannend und ehrlicherweise muss man dazu sagen, das Thema Schnittstellen in Form von APIs ist auch nicht neu. Das ist auch schon gang und gäbe seit sehr vielen Jahren, dass wir diese API-Schnittstellen nutzen. Und es wird immer dieser schöne Vergleich gebracht eines Restaurantbesuchs. Wenn wir uns vorstellen, ich bin der Gast, der Kellner ist sozusagen die API und der Koch ist der Server, der eine Funktionalität bereitstellt. Der Kellner übersetzt quasi meine Anfrage als Gast an den Koch, bringt mir dann das Essen zurück und so werden APIs häufig erklärt. Wenn wir uns das MCP-Protokoll anschauen, funktioniert das genau gleich. Wir haben also diese Zwischenschicht zwischen einer LLM-Applikation und jeder beliebigen Applikation, die dann diesen Standard implementiert und können solche Funktionalitäten umsetzen. Wie sieht das aber in der Praxis aus? Und da habe ich einmal das Programm Goose mitgebracht. Das ist tatsächlich ein Open-Source LLM-Frontend, unter anderem auch von Jack Dorsey, der ehemalige CEO von Twitter. Und das Schöne ist, dass Goose von Anfang an dieses MCP-Protokoll unterstützt hat. Ich kann ihn jetzt also fragen, was es tun kann. Das Ganze ist
ganz normal aufgestellt wie eine bekannte LLM-Interaktion. Aber er sagt mir jetzt beispielsweise, was er alles tun kann. Und interessanterweise sagt er kann eine Websuche machen, er kann auch mein System kontrollieren. Und das können wir einmal ausprobieren, indem wir sagen, dass er beispielsweise mal mein System Sound auf 10% setzen soll. Und das hat geklappt, wie wir hier sehen können. Ich kann ihm sagen, er soll es stumm schalten. Und wie wir sehen, es hat geklappt, er hat es stumm geschaltet. Das Ganze funktioniert tatsächlich über einen solchen MCP-Server, der Zugriff auf bestimmte Systemfunktionen, in dem Fall jetzt auf diesem Apple-Rechner hat. Und wie ich gesagt habe, der Fantasie sind letztendlich keine Grenzen gesetzt. Wir können einmal schauen, was für Tools im Standard bereitgestellt werden. Wir haben also hier eine Memory-Funktion. Das, was wir beispielsweise von ChatGPT kennen, kann natürlich auch über einen solchen MCP erfolgen. Wir haben eine Integration von Git zur Versionierung von Software. Und wir haben verschiedene Computersteuerungsmöglichkeiten. Und wir können beliebige Erweiterungen ergänzen. Man kann sich das vorstellen wie Plugins. Und da muss man einige Eingaben tätigen, wie eine ID, einen Namen, eine Beschreibung, den Befehl, den das LLM tatsächlich ausführen soll. Und wir haben die Möglichkeit, das Ganze über die Textschnittstelle, über Standard I/O unseres Betriebssystems zu machen oder über Service-Send Events. Das heißt, das wäre immer dann zu benutzen, wenn man beispielsweise sich mit Cloud-basierten MCPs verbinden würde. Ja, und wenn wir uns einmal anschauen, was so in den letzten Tagen auch durch die sozialen Medien ging bezüglich dem Thema MCP, da gibt es tatsächlich einige, aus meiner Sicht schon beeindruckende Beispiele, wie hier zu sehen, wo das ganze Thema mit Blender gekoppelt ist. Das ist ein 3D-Programm, wo man 3D-Objekte und Geometrien erstellen kann, insbesondere für das Rendering von solchen, für das Animieren von solchen Objekten. Und das ist tatsächlich ein Open-Source-Tool, Blender. Und dadurch wird das Ganze aus meiner Sicht natürlich auch nochmal spannender, weil jetzt plötzlich, dadurch, dass Blender eine Python-Schnittstelle hat, die angesprochen werden kann über einen MCP-Server, der dann den Python-Code produziert für Blender, das darüber ansteuert, kann man jetzt, wie in diesem Fall Claude 3.7, das Ganze machen lassen. Und es gibt auch andere Beispiele fernab von Blender. Hier sehen wir ein Beispiel, wie jemand das Problem Ableton gekoppelt hat. Und dann ein Song erzeugt wurde. Und natürlich kennen wir auch die Beispiele, wo man aus Text direkt Lieder erzeugen kann. Das Schöne hierbei, im Gegensatz dazu, man hat halt die absolute Kontrolle. Man kann immer noch selber nachjustieren. Das Ganze ist entsprechend bearbeitbar in meinem professionellen Programm. Und das Ganze kann man natürlich auch noch weiterspielen. Also ich selber habe auch ein Beispiel einmal gebaut zum Thema CAD, wo ich Goose mit dem MCP-Server für FreeCAD gekoppelt habe. Das ist jetzt hier einmal dargestellt. Da kann man sich dann einfache Geometrien erzeugen lassen. Das funktioniert tatsächlich erstmal auch schon ganz gut. Ist natürlich jetzt im ersten Schritt nichts besonders Beeindruckendes. Sowas würde man selber natürlich auch in wahrscheinlich kürzerer Zeit direkt im Programm selber bekommen. Aber sobald es etwas komplexer wird, wie jetzt hier in dem Beispiel, wo wir sagen, wir möchten ein 3 mm Loch durch die Mitte bohren, da muss man natürlich dann anfangen, da muss man schon sich mit den Funktionen des Programms auskennen, wie man das dann anlegt. Und hier sehe ich halt eine große Chance, wenn das jetzt noch mit entsprechenden Anleitungen verknüpft ist, dass ich quasi nicht nur das Ergebnis direkt angezeigt bekomme, sondern vielleicht auch den Weg dahin. Dann kann man dadurch natürlich deutlich einfacher und schneller auch die Bedienung dieser Programme lernen. Denn ich glaube, am Ende ist es nicht das Ziel, das Ganze durchzuautomatisieren. Das kann natürlich irgendwann so weit sein, dass es tatsächlich vollumfänglich automatisch ablaufen kann und wir diese Programme gar nicht mehr selber bedienen müssen. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit ist das Spannende einfach diese Kombination aus selber bestimmte Details anpassen und im Nachhinein dann auch Dinge über die KI abändern zu lassen, wie man jetzt hier sieht. Ich habe im Prinzip in einem konzentrischen Kreis 10 Löcher dadurch erzeugen lassen. Das würde, wenn man das selber nicht genau weiß, wie man das Programm bedient, würde es sicherlich etwas länger dauern. Und das Schöne, wir haben jetzt tatsächlich die Möglichkeit, selbst mit lokalen Modellen das Ganze auszuprobieren und auszutesten. Und das ist das, wo ich tatsächlich den größten Mehrwert sehe, nämlich
sobald ich Funktionen auf meinem eigenen Computer ausführen lassen möchte, sehe ich persönlich wenig Grund dafür, mir ein cloud-basiertes LLM daherzunehmen, sondern viel charmanter ist es aus meiner Sicht tatsächlich auf lokale LLMs zu setzen, damit das, was auf meinem Rechner geschieht, auch auf meinem Rechner bleibt. Und ich sehe hier tatsächlich sehr viel Potenzial. Natürlich kann keiner so genau sagen, ob dieser Standard jetzt sich als der Standard durchsetzen wird. Allerdings bin ich da relativ optimistisch und werde mir das Ganze tatsächlich in Zukunft auch deutlich genauer anschauen und versuchen, auch hier weitere Applikationen zu implementieren. Gerade für Unternehmen ist das Ganze natürlich besonders spannend, weil durch so einen Standard, wenn er sich weiter ausbreitet, Unternehmen eine Zielstoßrichtung haben, auf die sie entwickeln können. Sie können quasi ihre Schnittstellen dann auch nach dem MCP-Protokoll entwickeln, diese bereitstellen und unabhängig davon, welche Applikationen meine Kunden nutzen, können sie diese integrieren. Und auch für die eigene Automatisierung im Unternehmen kann das Ganze aus meiner Sicht tatsächlich sehr interessant sein, nämlich dann, wenn wir bestehende oder neue Prozessautomatisierungen haben, die wir anstoßen wollen, wie zum Beispiel den Dienstreise-Workflow, den ich in einem vorherigen Video gezeigt habe. All solche Dinge könnte man nun über das MCP-Protokoll in meine nutzerzentrierte Chat-Applikation einbringen, sodass ich wirklich per natürlicher Sprache sehr, sehr viele Dinge anstoßen kann, die dann im Hintergrund ausgeführt werden und ich sozusagen dem Nutzer, dem eigentlichen Endanwender, eine deutliche Komplexitätsreduktion anbieten kann. Ja, ich sehe, wie gesagt, das Ganze sehr optimistisch und werde mir das in Zukunft noch deutlich genauer angucken. Lasst gerne ein paar Kommentare hier, ob ihr schon mit dem Model Context Protocol experimentiert habt, wie ihr das Ganze seht, ob ihr das Ganze für Unfug haltet und sagt, bestehende Schnittstellen reichen doch eigentlich aus, um das zu tun, was wir machen wollen. Wir interessieren uns auf jeden Fall sehr für eure Meinung. Und falls ihr es noch nicht getan habt, denkt dran, unseren neuen Podcast Out of Time zu abonnieren. Verfügbar auf allen Podcast-Plattformen, die es sozusagen gibt. Und ich freue mich, wenn es das nächste Mal wieder heißt Inside AI.